Das Thema möchte ich ein bisschen vertiefen mit Daniel Dilan-Böhmer. Er ist Weltredakteur für Außenpolitik. Schönen guten Tag. Hallo. War das jetzt tatsächlich ein gelungener Schachzug des Mossad, wenn er es denn war, um die Hisbollah zu schwächen? Sind sie in ihrer ganzen Kommunikationsstrategie geschwächt? Oder war es eher ein Schlag, um zu sagen, passt mal auf, wir kriegen euch sowieso? Naja, es schwächt die Hisbollah schon. Offenkundig sind das schon hochrangige Mitglieder dieser schiitischen Miliz, die da getroffen wurden. Das kann man unter anderem daraus ableiten, dass ja auch der stellvertretende iranische Botschafter im Libanon getroffen wurde. Wir wissen, die Hisbollah wird aus dem Iran gefördert und steuert ihre Strategie unter anderem nach Teherans Maßgaben. Wenn da ein hochrangiger Iraner getroffen wird, der den gleichen Pager hat, dann müssen diese Pager doch sehr hochrangige Mitglieder bekommen haben. Und das schwächt natürlich die Möglichkeit dieser Organisation, Führung auszuüben. Ob das im strategischen Zusammenhang wirklich ein kluger Schachzug und ein Fortschritt für Israel war, das ist eine andere Frage. Wie glaubst du, wird der Iran jetzt tatsächlich reagieren? Du hast es gesagt, auch einer ihrer Vertreter ist getroffen worden. Das dürfte eine Vergeltung fast, es müsste ja schon was Komisches passieren, wenn sie keinen Vergeltungsschlag sozusagen machen. Ja, der Iran ist hier auch mitgetroffen, das stimmt. Aber es war zumindest bisher in diesem Konflikt so, dass Teheran meistens versucht hat, die Hisbollah im Vordergrund agieren zu lassen und nur dann selbst einzugreifen, wenn es gar nicht mehr gar keine Ausweichmöglichkeiten gibt. Ich würde sagen, das ist hier noch nicht der Fall. Wir werden eine Antwort der Hisbollah sehen. Wie die ausfällt, das wissen wir vielleicht in Grundzügen heute ab 16 Uhr, denn da spricht Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah. Jetzt hat Israel ja auch schon von einer neuen Phase des Krieges gesprochen. Wie interpretierst du das? Naja, man will sich offenkundig jetzt mehr auf den Norden konzentrieren, auf das Grenzgebiet zum Libanon. Das ist ja eine Aussage, die von Verteidigungsminister Yoav Gallant kam. Gallant steht der Armee näher und die Armee sagt schon seit Monaten innerhalb Israels, wir müssen Gaza abschließen, der eigentliche Feind steht im Norden. Aber das muss noch nicht bedeuten, dass jetzt der große Krieg mit der Hisbollah kommt. Ich würde sagen, wenn diese Pager- und Funkgeräteaktion der Startschuss sein sollte für einen großen Krieg, und es wäre ein geeigneter Startschuss, dann hätten wir jetzt eigentlich schon mehr Bewegung auf der israelischen Seite sehen müssen. Was bedeutet denn dann diese Verlagerung der israelischen Truppen in den Norden für die Situation in Gaza? Naja, das bedeutet, dass wichtige Kräfte aus Gaza abgezogen werden. Die 98. Infanteriedivision, die gestern abgezogen wurde, die gilt als Elitetruppe und war an ganz vielen Stellen in Gaza entscheidend. Aber es sagen auch viele Militärs innerhalb Israels, wenn man sich dort umhört, das, was man in ein paar Monaten erreichen kann in Gaza, das haben wir erreicht. Ganz ausrotten kann man die Hamas ohnehin nicht. Letzte Frage noch mit der Bitte um ganz kurze Antwort. UN-Sicherheitsrat will jetzt eine Dringlichkeitssitzung einberufen. Dort wird wieder geredet werden. Kann das was bringen? Ich glaube nicht, dass das was bringen wird. Da wird ein bisschen dramatisiert, so als wenn hier ganz viele Unschuldige getroffen wären. Offenkundig waren es Hisbollah-Kader, also Kader einer Kampforganisation, die getroffen wurden. Daniel Dilan-Böhmer, danke schön. Sehr gerne.